Hallo allerseits und willkommen zum dritten Teil des Bauberichts für den Schneider CA-Panzer von Hobbyboss im Maßstab 1:35. Im ersten Teil haben wir das Modell zusammengebaut, so wie es hier eigentlich steht. Im zweiten Teil haben wir uns dann um die Figuren gekümmert und jetzt im dritten Teil soll es um die Bemalung und Alterung von dem Panzermodell gehen. Die Bemalungsanleitung schlägt zwei Varianten vor. Hier haben wir die erste Variante, die gefällt mir nicht so. Ich mag die zweite viel lieber. Sieht auch interessanter aus und man hat hier auch den eigentlichen blau-grauen Grundanstrich, mit dem die Fahrzeuge versehen waren. Das war für viele Jahrzehnte standardmäßig ein Lack, der für landwirtschaftliche Fahrzeuge verwendet wurde. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum frühe Wehrmachtsfahrzeuge in so einem blau-grau lackiert waren, weil das zunächst mal sehr unauffällig war in der Herstellung und dann später, als die Armee dann sozusagen offiziell war, hat man das einfach weiterverwendet bis in die frühen Kriegsjahre hinein. Also wir werden das Modell auf jeden Fall blau-grau grundieren und die Tannflecken, die möchte ich eigentlich mit dem Pinsel aufmalen, das sollte ganz gut funktionieren. Wir brauchen hier scharfe Farbkanten und das Ganze wird dann auch nochmal mit schwarzen Linien abgesetzt, also das ist ein bisschen schwierig mit der Airbrush. Bevor wir aber das Modell grundieren und weiter lackieren, möchte ich hier zuerst mal dieses Signalschild bemalen. Das haben wir im ersten Teil schon besprochen. Das ist hier so ein Signalschild, um mit der Infanterie relativ einfach zu kommunizieren. Und das haben wir uns auch ergänzt, weil das im Bausatz ein bisschen vereinfacht dargestellt war. Und praktisch diese rot-weißen Flächen, die möchte ich hier vorher bemalen und dann klebt man das ab und dann können wir uns um den Rest kümmern. So, jetzt kleben wir den Bereich, der an dem Schild weiß bleiben soll, ab. Dazu verwende ich sehr gern von Tesa dieses blaue Klebeband. Das lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen und ist auch nicht so teuer in der Anschaffung. Wenn man sich nur mit Tamiya-Tape eindeckt, dann ist es auf jeden Fall wesentlich teurer. Anschließend können wir dann unser Rot aufsprühen. In dem Fall ist es jetzt von Revell das Matt 37 Ziegelrot. Als nächstes geht es ans Grundieren. Da habe ich jetzt hier die übrige Fläche von dem Schild auch noch abgeklebt, dass das geschützt ist. Und wir werden das Modell mit schwarzer Acrylfarbe grundieren, in dem Fall von Revell Anthrazit Matt 9. Eine sehr häufig gestellte Frage, für die es leider keine Antwort gibt, ist, wie ist das Verdünnungsverhältnis von diesen Revell-Farben? Man kann es einfach nicht beantworten, die sind jedes Mal ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ich sage mal, eine gute Faustregel ist, wenn die Farbe auch gut zum Pinselarbeiten wäre, ist es eigentlich auch gut für die Airbrush. Also ich sag mal, Konsistenz etwas dicker wie Milch, das wäre eigentlich ganz gut. Hier seht ihr zum Beispiel noch eine unverdünnte Farbe, die ist einfach sehr zäh. Da gibt es einfach kein Mischungsverhältnis. Wenn man die kauft, die sind auch immer unterschiedlich. Manchmal sind sie schon beinahe Airbrush fertig und manchmal kann man die Kappe abnehmen und die Dose verkehrt rum hinstellen und die Farbe wird niemals rauslaufen. Das ist einfach immer unterschiedlich.
Es ist wirklich sehr wichtig, dass diese schwarze Grundierung wirklich überall hinkommt. Das ist gerade jetzt beim Fahrwerk nicht ganz so einfach. Braucht man ein bisschen Geduld und muss ein bisschen vorsichtig arbeiten. Aber grundsätzlich ist es so, dass man mit der Airbrush auch in so schwierigen Bereichen ganz gut arbeiten kann. Deswegen funktioniert es hier ganz gut, dass ich auch das Fahrwerk schon komplett zusammengebaut habe. Einfacher wäre es natürlich, wenn man es noch separat gelassen hätte, aber ja, für meine Zwecke ist es absolut ausreichend. So, jetzt können wir die blaugraue Grundierung auftragen. Dazu verwende ich von Revell Matt 79 Blaugrau. Die Farbe ist mir aber nicht blau genug. Da mische ich noch ein bisschen was von Vallejo Model Air, das Blau, dazu. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Interessanterweise lassen sich die beiden Farbhersteller miteinander ganz gut mischen. Das ist nicht bei allen der Fall, aber hier funktioniert es. Jetzt können wir das Tannmuster aufmalen. Das mache ich hier ganz altbacken mit dem Pinsel. Bevor ich eine Airbrush hatte, habe ich das mit der Pinselbemalung auch schon sehr weit gebracht von der Übung her. Also das ist eigentlich eine Sache, die ich gut beherrsche. Und bei dem Tannmuster, das doch sehr scharfkantig ist, ist das durchaus zu empfehlen. Mit einer Airbrush kann man das natürlich auch machen, aber da geht so viel Zeit drauf, das abzukleben. Das steht eigentlich in keinem Verhältnis. Und mit dem Pinsel ist das Ganze auf jeden Fall viel schneller lackiert und man hat auch eine gute Kontrolle über das Tannmuster. Man muss aber bloß darauf achten, dass die Farbe relativ dünn ist, dass sich da keine Pinselstriche wirklich abzeichnen, und dann haut es sehr gut hin.
Den Tannenstrich mit dem Pinsel aufzutragen war keine größere Schwierigkeit, wie ich finde. Das geht ganz gut. Mit der Airbrush kann man es natürlich auch machen, aber so finde ich es auch in Ordnung. Als nächstes wenden wir uns der Detailbemalung zu. Das betrifft hauptsächlich das Fahrwerk, aber auch die MG-Bewaffnung. Im ersten Teil haben wir ja die Ketten und so weiter alles schon komplett angeklebt. Das war da ja beinahe unumgänglich. Man hätte es auch separat lassen können, dann täten wir uns jetzt bei der Bemalung leichter. Aber so haben wir uns beim Bau etwas leichter getan. Also irgendeinen sauren Apfel muss man halt beißen und ich persönlich habe da nie so große Probleme damit, solche Ketten am Modell dann noch zu bemalen. Man muss auch daran denken, dass später hier einiges an Dreck und Schlamm rankommt, weswegen das jetzt nicht so tragisch ist, sollte man da vielleicht nicht so schön das Ganze bemalen. Man kann das später eben noch mit Schmutz und so weiter ziemlich gut kaschieren. Die Detailbemalung fällt bei dem Modell nicht so aufwendig aus, wie man das vielleicht von anderen Fahrzeugen kennt. Wir haben hier kaum Werkzeuge oder andere Sachen, die etwas Zeit beanspruchen. Das Einzige, was hier ein bisschen kompliziert ist, ist einfach die Ketten zu bemalen. Das ist aber auch nur eine Zeitfrage und man muss es da auch nicht zu genau nehmen, nachdem wir das auch noch ein bisschen altern später. Als nächstes soll das Modell einen Überzug mit Klarlack bekommen. Dazu verwende ich seit einer Weile sehr gern hier von Vallejo das Satin Varnish, also ein seidenmatter Klarlack. Das ist ein Trick, den habe ich mir vom Panzermeister abgeschaut. Der hat mir das gezeigt und auch ganz gut begründet, warum. Weil auf einer Glanzlackoberfläche
greift alles, was wir jetzt bei der Alterung dann machen, als nächstes nicht so gut, weil das einfach eine zu glatte Oberfläche ist. Und auf einer matten Oberfläche greift die Alterung vielleicht ein bisschen zu gut. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen so ein bisschen den Mittelweg wählen. Und diese Vallejo-Farben sind immer ein bisschen heikel zu verarbeiten mit der Airbrush. Zumindest geht es mir so. Aber da hat mir ein weiterer Freund einen guten Tipp gegeben, und zwar der Shane Smith. Der hat mir empfohlen, mal den Vallejo Flow Improver zu verwenden. Und mit dem funktioniert das wirklich 1A. Also das im Verbund ist wirklich sehr funktionell und liefert gute Ergebnisse. Jetzt kann es endlich an die Alterung des Panzermodells gehen. Und da fange ich am liebsten immer gleich mit einem Ölfarbenwash an, damit die Oberfläche ein bisschen abgetönt wird, ein bisschen schmutzig abgenutzt wirkt und dadurch kommen auch die Details ein bisschen besser raus, die werden dadurch betont. Finde ich, ist so ziemlich die Basis einer jeden Alterung, zumindest bei mir. Da fragen mich auch immer viele Leute, wie ich das mache, was ich da für Produkte verwende. Da gibt es auch zahlreiche fertige Washes, die man so kaufen kann von MIG und AK und was es da noch so alles gibt. Davon halte ich persönlich nicht so viel. Das kann man machen, um ein bisschen reinzukommen als Einsteiger. Aber so Washes selber herstellen ist eigentlich gar nicht schwer. So, was ihr hier jetzt seht, ist ein Glasbehälter. Da ist Ölfarbe drin von der 502. Abteilung. Einmal schwarz und dann dieses Industrial Earth. Ungefähr 50-50, wie man hier sehen kann. Und damit es zu einem Wash wird, verdünne ich das Ganze hier mit ganz normalem Feuerzeugbenzin. Das kostet nicht viel und trocknet auch sehr schnell. Ja, und das gebe ich hier jetzt einfach mal rein. Da gibt es jetzt auch kein festes Mischungsverhältnis. Ich füge einfach so lang Benzin hinzu, bis es mir gefällt. So. Verrühre ich das noch ein bisschen. Ja, das sieht schon ein bisschen dunkel aus. Ich denke, da muss noch ein bisschen mehr Benzin rein. Normalerweise habe ich da schon was fertig angemischt, was ich häufig verwende hier in einem verschließbaren Behältnis. Das fülle ich nachher um und dann kann ich das auch sehr lange aufheben. Man muss nämlich bedenken, dass das Feuerzeugbenzin sehr flüchtig ist und ja, das trocknet da sehr schnell aus. So, jetzt können wir das Wash einfach auftragen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Einfach gleichmäßig verteilen. Überall. Und dann sieht man auch schon, wie die Details sehr klar sichtbar werden und wie das Modell insgesamt etwas dunkler wird. Und das simuliert ein bisschen Schmutz und so weiter und so fort. Das vorläufige Ergebnis sieht da nicht so schön aus, das ist aber eigentlich immer so. Da muss man noch mal ein bisschen nachbearbeiten.
Das Schöne an dem Wash ist aber, dass es sehr schnell trocknet, weil das Feuerzeugbenzin sich einfach sehr schnell verflüchtigt. Da muss man aber auch dafür sorgen, dass der Arbeitsplatz gut gelüftet ist. Eine weitere Sache, die ich da ganz gut finde, ist, dass das Wash sich jederzeit wieder reaktivieren lässt. Und zwar, wenn man zum Beispiel hier so einen weichen Pinsel ein bisschen mit Benzin tränkt, dann kann man das sehr leicht wieder abrubbeln. Und das werden wir jetzt als nächstes auch machen, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht und auch gleichmäßiger. Wie ihr sehen könnt, da sind ein paar so Flecken und so. Oder in manchen Bereichen sammelt sich so ein bisschen unschön und das muss man halt einfach nochmal ein bisschen nachbearbeiten. So sieht das Ganze dann nach dem Entfernen des überschüssigen Washes aus. So gefällt es mir ganz gut. Sieht ein bisschen schmutzig, ölig aus auch. Details sind auch schön betont. Also das ist genau das Aussehen, das wir da haben wollen. Ja, funktioniert halt einfach gut, weil sich das Wash mit ein bisschen frischem Feuerzeugbenzin auch gut reaktivieren lässt und dann entfernen lässt. Ja, wie man auch sehen kann, die vorher seitenmatte Oberfläche ist jetzt deutlich matter geworden und auch ein bisschen dunkler. Also da können wir uns dann auch einen Überzug mit matten Klarlack dann auch sparen. Also ja, hat eigentlich nur Vorteile, vorher mit Seitenmatt zu arbeiten. Auf irgendwelche besonderen weiteren Alterungsschritte, wie zum Beispiel Rostspuren oder Lackschäden, möchte ich bei dem Modell verzichten, weil diese Fahrzeuge nur ein paar Kampftage an der Front hatten im Schnitt. Also danach ging sie sowieso wieder zur Generalüberholung. Macht also keinen Sinn, da irgendwelche besonderen Alterungseffekte hier durchzuführen. Das wäre alles zu viel des Guten. Was ich aber machen möchte, ist das Modell noch mit ein bisschen Revell Matt 91 Eisen trocken malen. Da bekommt das Modell ein bisschen so einen leicht metallischen Glanz. Und das finde ich ist eigentlich ganz nett. Das ist jetzt kein Chipping oder so in der Art, sondern mehr, ich weiß nicht, einfach nur um die metallische Oberfläche zu imitieren. Trockenmalen geht so, man tunkt den Pinsel in die Farbe. Der muss trocken sein und dann reibt man eigentlich die meiste Farbe wieder raus, bis der Pinsel eigentlich nur noch ein paar wenige Pigmente abgibt. Und dann kann man hergehen und es so aufbürsten, ganz sachte. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gut aufzeichnen kann, aber man sieht sofort, dass die Oberfläche so ganz leicht metallisch glänzt und ich finde, das ist sehr realistisch. Und damit behandle ich dann das ganze Modell. Das sieht auch bei den Nietköpfen ganz gut aus. Oder auch an den Kanten. Finde ich, ist ein ganz guter Effekt, was ich eigentlich bei fast allen Panzermodellen mache. Bevor es an die Verschmutzung des Modells geht, müssen wir noch eine andere Sache vorher machen. Und zwar hat das Fahrzeug hier vorne und hinten so Lampen. Und im Bausatz liegen die Glasscheiben, die Linsen, nicht als transparente Teile bei. Die müssen wir uns selber herstellen. Und dafür kann man von Microscale Industries hier das Micro Crystal Clear verwenden. Das funktioniert ganz gut. Das ist so eine weiße, zähe Masse und die trocknet
transparent auf und das kann man da sehr leicht einfüllen. Trocknungszeit ungefähr 1 Tag, also muss man dann eine Weile stehen lassen, aber das ist sehr effektiv und mit dem Effekt bin ich immer sehr zufrieden. So, jetzt können wir uns um die Verschmutzung von unserem Panzer kümmern. Ich fange da mal an mit so einem leichten Staubeffekt. Dazu verwende ich hier einfach Erde aus dem Garten. Wie ihr sehen könnt, das ist sehr fein und sehr hell. Man kann da auch Pastellkreiden nehmen oder was auch immer. Mit der Airbrush kann man so ein Modell auch ziemlich gut einstauben, wenn man da so einen Braunton so ganz neblig aufsprüht. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich nehme einfach die Erde aus dem Garten, weil das billig ist und gut aussieht. Außerdem ist es eine Technik, die ziemlich viele Fehler verzeiht. So, ich werde jetzt hier den Staub mit ein bisschen Holzleim anrühren. Da braucht es jetzt nicht viel. Ein paar Tropfen Leim reichen da. Und dann wird das Ganze auch noch mit Wasser stark verdünnt. Und zwar so, dass da im Prinzip eigentlich ein Wash entsteht. So wie man das vielleicht auch von Farben oder von Pigmenten als solche kennt. Und damit es sich dann noch besser auftragen lässt, kommt auch noch ein Tropfen Spüli rein. Dadurch bricht die Oberflächenspannung von dem Wasser und unser Gartendreck, Wash sozusagen, rinnt dann besser in die Vertiefungen. Also ihr seht, das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich dünnflüssig, genauso wie es sein soll. Und das tragen wir jetzt ganz unbestimmt, zufällig überall am Modell auf. Ist eigentlich vorläufig egal, wie es aussieht. Es soll erstmal alles eingestaubt werden. Nachdem das Schmutzwash dann getrocknet ist, sieht es so aus. Das ist natürlich nicht der Effekt, den wir haben wollen. Das sieht sehr unordentlich aus, nicht sonderlich realistisch und zu viel ist es obendrein. Aber das Interessante bei der Technik ist, dass man das wieder reaktivieren kann und dann eben wegbürsten kann, bis es einem gefällt. Und dazu werde ich jetzt hier so einen relativ weichen Borstenpinsel verwenden. Der wird ein bisschen mit Wasser angefeuchtet, ganz leicht. Und dann kann man hergehen und den Schmutz, der einem zu viel ist, der einem nicht gefällt,
wieder wegbürsten. Das ist wirklich das Schöne an der Technik. Wenn es einem gar nicht gefallen sollte, kann man es auch komplett wieder runterbürsten. Also man kann sein Modell so nicht ruinieren. Interessanterweise braucht man da meistens mehrere Durchgänge hier mit dem Abbürsten des Drecks, weil immer, wenn es feucht wird, dann verschwindet der Effekt wieder mehr oder weniger. Aber dann nach dem Auftrocknen sieht man dann eigentlich erst, was man gemacht hat. Deswegen braucht man da ein paar Durchgänge, aber das macht nichts, weil so kann man dann ja auch relativ feine Abstufen in der Verschmutzung erreichen. Also ich finde, das ist eine sehr einfache Methode, die nicht wirklich viel Aufwand oder Werkzeug oder Material erfordert. Also man kann da auch mit kleinem Budget relativ einfach irgendwelche Staubeffekte und Verschmutzungen darstellen. Jetzt sieht das Ganze schon wesentlich freundlicher aus, aber so ganz perfekt ist es noch nicht. Zum Beispiel hier oben am Dach, das gefällt mir noch gar nicht. Da werde ich noch ein bisschen weitermachen und noch ein bisschen was abnehmen. Also das kann man beliebig oft wiederholen. Man kann auch wieder hergehen und wieder Schmutz auftragen, wenn es einem dann doch zu wenig geworden ist. Da kann man sich eigentlich ein bisschen rantasten und das so lange machen, bis es eigentlich einem gefällt. Also da gibt es jetzt keinen festgelegten Punkt, an dem man aufhört, sondern man macht da eigentlich so lange weiter, bis es einem gefällt. Und das ist ja bei jedem bekanntlich unterschiedlich. Der eine mag es ein bisschen staubiger, der andere mag es ein bisschen sauberer. Hat auch was natürlich mit dem Fahrzeug als solchen zu tun, wo das eingesetzt war, ob da jetzt Staub zum Beispiel realistisch ist. Also ich würde das zum Beispiel jetzt bei einem Fahrzeug für eine Winterszene zum Beispiel nicht machen, weil da ist der Staub dann doch ein bisschen zu hell dafür. Aber jetzt, sagen wir, für alles andere, auch für Herbstszenen oder so, ist es durchaus geeignet. Schon mal so als Grundverschmutzung zumindest. So sieht es nach dem zweiten Durchgang aus und so gefällt es mir auch. Das sieht jetzt relativ staubig aus, aber auch nicht zu viel. Wir haben auch Schmutzablagerungen hier hinten an diesem Sporn. Das finde ich ist recht interessant und realistisch. Und ja, allgemein das Ganze sieht jetzt einfach schon ein bisschen staubig und gebraucht aus. Und ich finde, das ist ein Effekt, der mit den Pastellpigmenten oder so nicht immer ganz sorgenfrei zu machen ist. Und mit der Erde geht es eigentlich ganz gut. Zu einem Panzer aus dem Ersten Weltkrieg gehört auch Schlamm. Und das machen wir jetzt als nächstes. Das kommt dann ans Fahrwerk hin. Da habe ich hier jetzt ein bisschen dunklere und auch gröbere Erde aus dem Garten. Und die werden wir eigentlich ganz ähnlich anmischen. Auch wieder mit Leim und Wasser. Der Unterschied ist dieses Mal nur, dass das wesentlich dicker sein soll, die Mischung. Also da kommt auf jeden Fall deutlich mehr Leim rein und ein bisschen weniger Wasser. Und dann entsteht da eine zähe, dicke Masse, die wir dann gut mit einem
alten Borstenpinsel aufs Modell schmieren können. Alles noch ein bisschen zu dünn, wie ihr sehen könnt. Also das sollte schon etwas zäher sein. Ein bisschen Erde habe ich noch. Geben wir noch ein bisschen was dazu. Na, jetzt ist schon besser. So, und das wird jetzt auch etwas gezielter natürlich vor allem am Fahrwerk aufgetragen. Da werden wir dann auch nicht mehr hergehen und das irgendwie entfernen, sondern da, wo man es hinschmiert, da bleibt es dann auch. Und da macht es immer Sinn, sich ein bisschen zu überlegen, wo denn jetzt sich so Schmutz auch ablagern würde und wo nicht. Und das ist eigentlich schon ganz entscheidend. Und da macht es auch immer Sinn, sich vorher noch ein paar Fotos von den echten Fahrzeugen anzuschauen, dass man da auch noch ein gutes Gefühl dafür bekommt. Aber bei so einem Panzer aus dem Ersten Weltkrieg kann man eigentlich nicht viel falsch machen, außer dass man zu wenig Schlamm drauf tut. Also von dem her würde ich da mal sagen, feuerfrei. Zusätzlich können wir dann auch noch gröbere Dreckklumpen hier auftragen. Dazu streifen wir den Pinsel eigentlich mehr so ab am Modell und dann bleiben da diese Dreckbatzen zurück. Dazu kann man hervorragend den halb eingetrockneten Rest der vorherigen Matschpampe da verwenden. Die hält nämlich relativ lang frisch und dadurch bekommt man dann wirklich noch diese ganz groben Klumpen hin. Nachdem das Ganze trocknen konnte, können wir jetzt hergehen und unseren Schlamm hier unten am Fahrwerk noch ein bisschen interessanter gestalten von der Optik her. Da kann man glänzenden Klarlack verwenden und Ölfarben. Der glänzende Klarlack ist eigentlich offensichtlich. Das erzeugt so einen nassen Effekt, einen frischen, schlammigen Effekt. Und die Ölfarbe ist ganz praktisch dazu, um
den Schmutz noch ein bisschen farblich zu verändern, ganz leicht. Natürlich kann man da auch wieder Pigmente oder was auch immer verwenden, aber ich finde, diese Ölfarben sind sehr ergiebig. Da kann man also Dutzende, wenn nicht gar 100 Modelle mit altern. Und das schafft man mit Pigmente eigentlich so ohne weiteres nicht. Und glänzenden Klarlack hat man eigentlich auch immer da als Modellbauer. Also auch das ist wieder sehr einfach strukturiert. Fangen wir gleich mit dem Klarlack an. Den schmiere ich einfach mal so an manchen Stellen drauf, wo der Dreck ein bisschen dicker ist, um eben anzudeuten, dass der frisch ist und noch ein bisschen feucht glänzt. Dabei kann man es allerdings leicht übertreiben, also lieber sich ein paar Dreckklumpen aussuchen, an denen man das aufträgt, und die anderen lässt man lieber in Ruhe. Deswegen verwende ich hier auch so einen kleinen Pinsel, weil der mich ebenfalls davon abhält, es zu übertreiben. Jetzt zum Schluss kommt noch eine Ölfarbe zum Einsatz, und zwar von der 502. Abteilung, der Farbton Industrial Earth. Habe ich hier mal aufs Küchenpapier getan. Das ist eine sehr dunkle, ja, schmierige, ölige Farbe, und die eignet sich ziemlich gut, um hier noch diverse Bereiche in unserem Fahrwerk zu verschmutzen. Also ich mache das immer so, ich tupfe hier einfach ein bisschen so was von der Ölfarbe auf an manchen Stellen. Da kann man eigentlich relativ zufällig vorgehen, und dann nehme ich ein bisschen Feuerzeugbenzin, das habe ich hier in diesem Gläschen drin, befeuchte den Pinsel damit und wische das dann so nach unten aus. Und das erzeugt interessante Verlaufsspuren und erlaubt der Ölfarbe auch, sich richtig in den Untergrund zu verbeißen. Also man könnte da auch weite Teile von unserem Schmutz regelrecht tönen damit. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nur manche Bereiche da ein bisschen farblich verändern. Das Schöne auch an dem Feuerzeugbenzin ist, dass es sehr schnell trocknet. Das bedeutet, dass die Ölfarbe nicht weiter sich verändert und verwischt werden kann.
Damit wäre die Bemalung und Alterung von dem Panzermodell erledigt. Wie ihr sehen konntet, ich verwende da immer sehr einfache Techniken und auch keine komplizierten Grundmaterialien. Ich denke, ein bisschen Ölfarbe, ein bisschen Klarlack und Erde und Holzleim hat, glaube ich, jeder zur Verfügung, um solche Schlammeffekte zu erzielen. Klar kann man da mit, weiß ich wie vielen Pigmenten und Ölfarben und anderen Alterungsprodukten hingehen, aber ich persönlich finde einfach, dass man Schlamm am besten einfach mit echter Erde darstellen kann. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Damit wären wir jetzt am Ende des dritten Teils unseres Bauberichts. Im vierten Teil wird es dann um das Diorama gehen. Die Figuren dafür haben wir ja schon. Das Fahrzeug ist auch fertig, also kann ich da am Bälde loslegen mit dem Diorama. Soweit, so gut. Ich hoffe, ihr fandet diesen Teil des Bauberichts ebenfalls wieder interessant und lehrreich. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.